willkommen zu einem neuen Video bei GarageBits. Und zwar machen wir heute mit dieser Rostlaube hier weiter. Wie ihr wisst, wir haben so viele Löcher, wie ich noch nie in einem Auto gesehen habe oder selber hatte. Die ganze Scheiße natürlich abarbeiten und wir werden heute die ganze Front auseinanderbauen, die wieder ein bisschen hübsch machen, weil so mit den ganzen Rost und so weiter, das sieht einfach beschissen aus, das mag ich nicht. Deswegen einmal komplett überarbeiten, neue Schrauben und, damit das wieder anschaulich ist. So, wir machen jetzt kurz Kompressionstests, und zwar habe ich nämlich Schiss. Ich habe jetzt so viel gemacht, ich habe schon so viel gekauft. Bevor ich noch mehr kaufe und noch mehr mache, will ich jetzt einfach mal Kompressionstests machen, um zu gucken, ob das Ding auch wirklich gut läuft, ob der überall seine, was soll der haben? Ich glaube zwischen 9 und 11 Bar, irgendwie sowas, zwischen 9 und 12, irgendwie so. Ich hoffe, der hat die. Wenn er die hat, dann kann ich hier weitermachen, beruhigt, und muss nicht Angst haben, dass mir irgendwie hier noch dass ich hier irgendwelche unerwarteten Baustellen habe. Denn ich habe genug im Innenraum. Ihr wisst selber, wie viele Löcher ich im Innenraum habe. Ich habe, glaube ich, auf jeder Seite im Innenraum nur 3 Löcher. Das heißt 6 Stück im Innenraum. Hier ein Loch, da ein Loch. Da sind 8 Löcher. Dann hinten Kotflügel sind auf der Seite 2. Dann an dem dicken Rahmen, wo der Tank ist, da habe ich 2. Alter. Also ich habe hier bestimmt insgesamt 10 bis 14 Löcher oder so. Kann sein, 1, 2 Löcher habe ich noch nicht gefunden. Das Ding ist eine komplette Baustelle. Ich dachte mir schon eigentlich einfach diesen Scheißhaufen verkaufen und fertig. Aber jetzt habe ich schon so viel gemacht, jetzt ziehe ich das einfach durch. Und am Ende wird man sagen, ey, das Ding sieht so krass aus, zum Glück hast du den nicht verkauft. So wird der aussehen. So wie Nissan damals. Nissan haben so viele gesagt, ey, der sieht so scheiße aus und der ist so am Arsch, willst du den wirklich aufbauen? Und wo der fertig war, da war das Ding so, der war einfach krass. Ich vermisse dieses Auto selber. Nissan ist, glaube ich, das erste Auto, was ich wirklich vermisse, wenn ich Bilder von der Karre so angucke. Ich habe auf dem Handy so Background den Nissan, immer wenn ich den sehe, denke ich mir, ah scheiße, hättest du den mal lieber nicht verkauft. Das ist immer so Herzschmerz bei mir. Naja, bei den werde ich fertig bauen, den werde ich dann, glaube ich, nicht verkaufen. Deswegen mache ich diesen ganzen Aufwand, auch wenn es jetzt hier nach Stunden gehen würde und nach dem, was er wert ist, nach der ganzen Arbeit. Da gehst du natürlich nicht im Plus raus bei der Baustelle, aber das soll auch was für mich sein und nicht irgendwie zum Verkaufen. Bereit? Ja. Hast du Ofen? Draußen? Ja. Und? Gleiche, sehr gut. Druck hast du abgelassen, ne? Ja. Gut. Super. Hast du mitgezählt zufällig? Nein, habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Aber ich halte die ganze. Er geht ja bis auf 9 ungefähr nach dritten Durchgang. Mhm. Geht er schon auf 9. Und dann bleibt er auch da.
können, hier ist es auch komplett durchgerostet. Und zwar hier haben wir das auch zwei Bleche übereinander, also richtig robust eigentlich, und trotzdem ist es komplett durchgerostet. Hier drunter, das muss auch noch komplett ab, weil hier drunter überall Rost ist. Hier die Wände fangen auch leicht an, aber das kann man auch gut sauber machen und dann alles abdichten. Hier müssen wir auch noch ein bisschen weiter gucken, wie weit das hier durchgeht, weil ich glaube, hier drunter ist auch Rost, das ist auch schon so ein bisschen aufgequillt. Hier der ganze Halter natürlich, also sehr, 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 sehr viel Rostarbeiten. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir so viel Rost auf diesem scheiß Auto haben. Also wirklich. Heckstoßstange ist demontiert. Eigentlich wollte ich den Tank hier noch rausnehmen, aber da ich gerade alleine bin, mache ich das erst später. Deswegen mache ich vorne weiter. Vorne ist auch noch einiges zu tun. Da haben wir noch ein paar Rostarbeiten, Lackierarbeiten und. Deswegen mache ich jetzt vorne weiter und später, wenn wir dann wieder zu zweit sind, dann kommt der Tank raus und ganz vielleicht auch die komplette Hinterachse, was ich eigentlich nicht wollte, weil es natürlich immer mehr Arbeit wird. Also gefühlt ist das ganze Auto schon mal auseinandergenommen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber ja, überall Rost, das heißt eigentlich muss alles weg. So, wir haben gestern einen Kompressionstest gemacht, der hat überall 9 Bar oder fast 9 Bar gehabt, auf jeden Fall, ja, Nissan selber sagt, glaube ich, mindestens 9,8 Bar, viele im Internet haben zwischen 9 und 11,5, 11,5 ist aber so ein Fall, den hat fast niemand, deswegen mit 9 Bar bin ich erstmal zufrieden, alles gut. Gut ist, dass nicht irgendein Zylinder jetzt 8 Bar hat oder 7,5 oder 10 Bar und die anderen alle 9, sondern alle konstant wirklich fast 9 oder 9. Damit bin ich sehr zufrieden. So, ich bin wieder am Abkleben. Die ganze Schnauze hier, das will ich ja alles noch lackieren. So, hier habe ich schon schwarz gemacht. Das war ein bisschen zu voreilig, denn die Wagenfarbe, die wird nicht mit schwarz kombinieren, weil dann wird mich das abfangen. Ich habe Wagenfarbe, ich habe dieses Schwarz und den ganzen Motorraum habe ich rot. Deswegen, das ist mir ein bisschen zu farbspielig unterwegs. Deswegen das Ganze jetzt nochmal weiß lackieren, dann das vorne hier mitnehmen, auch weiß lackieren, genau, damit das ein bisschen neutraler ist. So, wir beenden jetzt das Video. Beim nächsten Mal werde ich dann vorne alles schön weiß lackieren und wieder zusammenbauen. Ja, wem das Video gefallen hat, wer mehr JDM-Content sehen will, gerne abonnieren, auch deutsche Autos. Ich bin ja Deutsch und JDM, das ist so mein Bereich, wo ich mich wohlfühle, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.